In diesem Video zeige ich dir nun die zweite Methode, wie man Tomatenpflanzen umtopfen kann. Dieses Mal habe ich eine normale Tomatenpflanze, also keine veredelte, und aus diesem Grund werde ich nun den Tomatenstiel etwas tiefer einpflanzen. Man sagt, dies habe Vorteile bezüglich der Wurzelbildung. Also da, wo du die feinen Härchen siehst, werden zusätzliche Wurzeln gebildet und die Tomatenpflanze soll noch robuster wachsen können. Wenn man diese Methode anwendet, dann habe ich auch noch einen kleinen Tipp an dich. Wie du vielleicht weißt, sollte man die Blätter nicht unter die Erde pflanzen. Daher knipse ich die unteren ab, aber Vorsicht, die Abbruchstellen sind noch offen und hier könnten Pilzsporen eintreten und die Pflanze würde krank werden. Daher lasse ich die Pflanze noch einen Tag stehen und warte, bis hier alles gut getrocknet ist. Am zweiten Tag wird dann umgetopft. So, jetzt kann's losgehen. Der erste mit der Tomatenpflanze ist ein 19-Liter-Topf. Wie ich da umgetopft habe, siehst du in Methode Nummer 3. Dann kommt der mittlere, das ist ein 25-Liter Pflanzkübel. Diesen werde ich jetzt gleich verwenden. Was ich dir aber noch einmal sagen möchte ist, dass umso größer der Pflanztopf, umso besser für die Pflanze. 25 Liter ist schon ein recht gutes Maß, sage ich. Daneben habe ich noch einen Pflanztopf mit 41 Liter Volumen. Also das wäre dann wirklich die Premium-Version von der Größe her. Da würde ich dann auch die Tomatenpflanze 2- bis 3-triebig wachsen lassen. So, kommen wir aber mal zum wesentlichen Teil. Bei Methode 2 werde ich nun eine Drainageschicht in den unteren Teil des Pflanztopfes geben. Dies hat den Vorteil, dass überflüssiges Wasser besser ablaufen kann und die Tomatenpflanze in keiner Pfütze steht. Ich persönlich mache das eigentlich nicht mehr, da ich schon ein sehr gutes Gefühl entwickelt habe, wie viel ich gießen muss, ohne dass Staunässe entsteht. Dir empfehle ich aber, es doch zu tun. So, nun fülle ich den Pflanztopf mit Blähton bis zu 5 cm hoch auf. Blähton verlinke ich dir auch wieder in der Produktliste. Als nächstes kommt dann eine Schicht normale Gartenerde darauf. Hier verwende ich eine ganz normale Gartenerde, aber davon eine recht gute Variante, die ist nämlich schon mit etwas Dünger angereichert. Um die Erde etwas aufzuwerten, gebe ich nun eine Handvoll von Urgesteinsmehl hinein und vermische alles. Gesteinsmehl gibt der Erde zusätzlich Struktur und verhindert, dass sie sehr schnell austrocknet. Gerade im Sommer ist dies hilfreich. Dann fülle ich wieder mit Erde auf und mische alles gut unter. Nun mache ich ein Pflanzloch, das ein wenig tiefer ist. Vorsichtig hole ich jetzt die Tomatenpflanze aus ihrem Pflanztopf heraus und schaue mir die Wurzeln an. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus, aber ich lockere dann doch noch die Wurzelballen etwas auf. So kann die Pflanze besser anwachsen, muss man aber nicht unbedingt machen. Jetzt bekommt die Tomatenpflanze noch ein kleines Wasserbad, damit sie nicht gleich austrocknet und das Wasser an die richtige Stelle kommt. Nun pflanze ich die Tomatenpflanze dann etwas tiefer ein, so dass der untere Teil auch unter der Erde ist. Beim Einpflanzen mache ich wieder eine Mulde, damit das Gießen danach leichter ist. Damit die Pflanze nicht gleich umknickt, bekommt sie noch einen kleinen Halt und hierzu verwende ich so eine Art Schaschlikspieß. Diesen stecke ich neben die Tomatenpflanze hinein und binde sie einmal an. Um der Tomatenpflanze jetzt einen guten Start zu gewährleisten, bekommt sie noch etwas Brennnesselgießwasser. Das stärkt die Pflanze von Anfang an und aktiviert die Wurzelbildung. Diese Pflanze hier wird später dann aber mit Flüssigdünger gedüngt. Dazu warte ich jetzt aber circa 2 Wochen ab und dünge sie. Den Dünger verlinke ich dir natürlich auch. Wie das genaue Maß ist, das steht hier auf der Verpackung. Für 1 Liter Wasser nimmt man etwa diese Menge. Später kann man die Pflanze dann einmal pro Woche damit düngen. Hier ist zu sagen, besser weniger wie zu viel Dünger. Das mag die Tomatenpflanze dann auch nicht immer. Flüssigdünger ist jetzt nicht so mein Favorit, aber er kann der Pflanze sehr schnell Nährstoffe geben. Ja, hier muss man ein wirklich gutes Gefühl entwickeln, wie oft und wie viel man düngen kann. Später hängt das dann natürlich auch davon ab, wie viel Tomaten schon an der Pflanze hängen. Du kannst mich aber gerne per Mail anschreiben, falls du Hilfe brauchst.
Die Düngung, die ich bevorzuge, wirst du in Methode 3 sehen. Ein kurzes Fazit zu Methode 2. Ja, ich finde, es ist eine mittelschwere Methode, dies umzusetzen. Und nun sei schon gespannt auf Methode 3. Bis gleich im nächsten Video.